Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die ewige Last des Gewichtsverlusts einfach verschwindet. Eine Welt, geformt durch eine einzige revolutionäre Entdeckung. Dies ist keine Utopie, sondern der Beginn einer fesselnden Dystopie, die uns tief in die Abgründe menschlicher Sehnsüchte führt. Was wäre, wenn eine Pille existierte, die Ihnen mühelos 50 Kilogramm abnehmen könnte? Ohne Anstrengung, ohne Verzicht, ohne den quälenden Kampf gegen den eigenen Körper. Eine verlockende Frage, die das Fundament unserer Realität erschüttern würde. Diese Fantasie entfaltet sich zu einer neuen Existenz, in der die Bürde des Abnehmens ein Relikt der Vergangenheit ist. Eine Welt, in der die ewige Suche nach dem idealen Körper ein Ende findet. Doch zu welchem Preis? Sie erschien wie aus dem Nichts, die Wunderpille, die ultimative Lösung für das globale Übergewichtsproblem. Ein kleines, unscheinbares Präparat, das die Menschheit für immer verändern sollte. Sie versprach nicht nur schnelle Ergebnisse, sondern auch eine Zukunft ohne die gefürchteten Nebenwirkungen. Kein Jojo-Effekt, keine gesundheitlichen Risiken, nur reine, unkomplizierte Transformation. Die Pille wurde als das Heilmittel angepriesen, das alle bisherigen Diäten und Fitnessprogramme obsolet machte. Ein Versprechen, das zu schön klang, um wahr zu sein. Ihre Wirkung war verblüffend präzise. 50 Kilogramm Gewichtsverlust in nur 6 Monaten. Eine Metamorphose, die das Leben der Anwender radikal umkrempelte. Der Körper schmolz dahin, die Pfunde fielen und eine neue Ära brach an. Traditionelle Methoden zur Gewichtsreduktion wurden über Nacht zu archaischen Relikten. Fitnessstudios leerten sich, Diätbücher verstaubten und die Ernährungsberatung wurde zu einem vergessenen Beruf. Die Pille hatte alles verändert. Die Welt transformierte sich in atemberaubendem Tempo, angetrieben von der allgegenwärtigen Pille. Eine rasante Revolution erfasste jeden Winkel der Gesellschaft. Nichts blieb, wie es war. Modefirmen passten sich blitzschnell an die neuen Realitäten an. Konfektionsgrößen schrumpften und die Laufstege zeigten nur noch schlanke Silhouetten. Die Kleider von gestern passten nicht mehr zur neuen Norm. Krankenversicherungen erkannten das Potenzial und förderten die Pilleneinnahme aggressiv. Sie sahen darin eine Möglichkeit, langfristig Kosten zu sparen und die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern. Die Pille wurde zur Pflicht. Selbst Fast-Food-Ketten erlebten einen unerwarteten Wiederaufschwung. Ihre Botschaft war klar: Iss, was du willst, du kannst ja abnehmen. Die Hemmschwelle für ungesunde Ernährung sank ins Bodenlose. Influencer überschwemmten die sozialen Medien mit massenhaften Vorher-Nachher-Bildern. Jeder wollte seine eigene Transformation präsentieren, seine Geschichte teilen. Die Pille wurde zum Statussymbol. Der Wunsch nach Schönheit und schnellen Ergebnissen erreichte seinen absoluten Höhepunkt. Die Gesellschaft war besessen von der Idee der sofortigen Perfektion. Geduld war ein Fremdwort geworden. Schlanksein etablierte sich als das neue, unumstößliche gesellschaftliche Ideal. Wer nicht schlank war, gehörte nicht dazu. Eine unsichtbare Mauer trennte die Perfekten von den Unvollkommenen. Doch die anfängliche Euphorie wich schleichend einer düsteren Realität. Der Glanz der Perfektion begann zu verblassen und enthüllte eine beunruhigende Wahrheit. Die Schattenseiten der Pille wurden sichtbar. Die Stigmatisierung von Übergewicht setzte mit brutaler Härte wieder ein. Wer die Pille nicht nahm oder nicht die gewünschten Ergebnisse erzielte, wurde geächtet. Die Toleranz schwand. Schlanksein wurde nicht länger als Option, sondern als gesellschaftliche Pflicht betrachtet. Ein ungeschriebenes Gesetz, das jeder befolgen musste. Der Druck war immens und allgegenwärtig. Kinder wurden gnadenlos ausgegrenzt und gehänselt, wenn ihr Gewicht nicht der Norm entsprach. Altmodisch dick war ein Schimpfwort, das tiefe Wunden riss. Die Unschuld der Kindheit zerbrach. Die Gesellschaft wurde unbarmherzig und fordernd, getrieben von einem unstillbaren Verlangen nach Uniformität. Individualität wurde als Schwäche angesehen. Konformität war das höchste Gut. Die Frage nach Selbstliebe wurde durch den Zwang zur Pilleneinnahme ersetzt. Man liebte sich nicht, wie man war, sondern nur, wenn man der Norm entsprach. Die innere Akzeptanz verschwand. Die Pharmafirma hinter der Pille, ein Gigant namens Perfekter Korb, erzielte Milliardenumsätze.
Sie war zum mächtigsten Unternehmen der Welt aufgestiegen, ihre Macht unantastbar. Ihr Einfluss reichte in jeden Haushalt. Doch ihr Streben nach Kontrolle über die Nutzer kannte keine Grenzen. Sie wollte nicht nur die Körper, sondern auch die Seelen der Menschen beherrschen. Ein perfider Plan nahm Gestalt an. Die Firma führte eine kontrollierte Abgabe der Pille ein. Sie war nicht mehr frei erhältlich, sondern nur noch über ein streng überwachtes System zu beziehen. Die Abhängigkeit wuchs. Abo-Modelle für die Pilleneinnahme wurden etabliert, die Nutzer an langfristige Verträge banden. Einmal im System gab es kaum ein Entkommen. Die Freiheit schwand mit jeder Dosis. Kontinuierliche Preissteigerungen für das Produkt folgten, die die Abhängigkeit der Menschen gnadenlos ausnutzten. Die Pille wurde zum Luxusgut, das sich nicht jeder leisten konnte. Die ultimative Kontrolle manifestierte sich in einem implantierten Chip, der Essgewohnheiten steuerte. Er überwachte jede Kalorie, jede Bewegung. Der Körper wurde zur ferngesteuerten Maschine. Dies ist eine eindringliche Warnung vor den Gefahren der Überkontrolle und der Kommerzialisierung des menschlichen Körpers. Eine Dystopie, die uns zeigt, wie schnell wir unsere Menschlichkeit verlieren können. Die zentrale Frage bleibt: Was geschieht mit dem Geist, wenn der Körper perfekt ist? Wenn jede Unvollkommenheit ausgelöscht wurde, was bleibt dann noch von unserer Seele? Die Leere wächst. Wie kann Selbstliebe existieren, wenn sie von einer Pille abhängig ist? Wenn der Wert eines Menschen an seine äußere Erscheinung geknüpft wird, die wahre Akzeptanz stirbt. Dies ist eine eindringliche Mahnung an die Bedeutung von Selbstakzeptanz und innerer Schönheit. Eine Warnung vor der Gefahr der Entmenschlichung durch Technologie, die uns verspricht, perfekt zu sein. Wir müssen uns erinnern, was es bedeutet, Mensch zu sein. Abonniere Was wäre wenn? Wenn du dich traust, Gedanken zu denken, die uns allen näher sind, als wir glauben.